Willkommen zu meinem Kanal. Heute hören wir die Geschichte Ein neues Leben in der Stadt. Diese Geschichte erzählt von Sophie, die in eine große Stadt gezogen ist und neue Erfahrungen macht. Viel Spaß beim Zuhören. Nach der Geschichte haben wir 5 Fragen vorbereitet, um Ihr Verständnis zu testen. Bleiben Sie also bis zum Ende dabei. Neues Leben in der Stadt. Sophie ist vor einigen Monaten in eine große neue Stadt gezogen. Sie hat in ihrer kleinen Heimatstadt gelebt und viele vertraute Orte verlassen, aber sie hat das Gefühl gehabt, dass es Zeit für einen Neuanfang war. Sophie hat einen neuen Job als Bibliothekarin in einer modernen öffentlichen Bibliothek bekommen und war sehr aufgeregt über die neuen Möglichkeiten. Am Tag ihres Umzugs ist Sophie früh am Morgen mit dem Zug in die Stadt gekommen. Sie hat ihre Tasche gepackt und alle ihre Erinnerungsstücke mitgenommen. Als der Zug am belebten Bahnhof angekommen ist, hat sie sofort die lebendige Atmosphäre gespürt. Nachdem sie den Bahnhof verlassen hatte, ist sie direkt zu ihrem kleinen, gemütlichen Appartement im Stadtzentrum gelaufen. Die Wohnung ist hell und freundlich. Sophie hat ihre Kisten ausgepackt, das Fenster geöffnet und den warmen Sonnenschein genossen. Sie hat gesehen, wie die Sonne die Straßen und Gebäude in ein goldenes Licht getaucht hat. Am nächsten Tag hat Sophie einen netten jungen Mann namens Leon getroffen. Leon ist in der Stadt geboren und hat sich entschlossen, Sophie alles zu zeigen. Er hat sie in einem kleinen, charmanten Café abgeholt, in dem frisch gebrühter Kaffee und leckerer Kuchen serviert wurden. Während sie zusammen saßen, hat Leon ihr viele Geschichten über die Stadt erzählt und ihr von grünen Parks, Museen und kulturellen Veranstaltungen berichtet. Sophie hat aufmerksam zugehört und sich sehr über die freundliche Aufnahme gefreut. Danach hat Leon sie zu einem nahegelegenen Park geführt, wo sie gemeinsam spazieren gegangen sind. Im Park ist Sophie über die gepflasterten Wege gelaufen und hat die bunten Blumenbeete bewundert. An einem besonders sonnigen Tag hat sie sich auf eine alte Holzbänke gesetzt und ein kleines Picknick gemacht. Sie hat sich frische Brötchen, Obst und Apfelsaft geholt. Während ihres Picknicks hat sie mit einem freundlichen Verkäufer gesprochen, der ihr von den täglichen Ritualen des Marktes erzählt hat. Die ruhige Atmosphäre und das Zwitschern der Vögel haben Sophies Herz berührt. In ihrem neuen Wohnhaus hat Sophie auch ihre Nachbarin Mia kennengelernt. Mia ist vor kurzem in dasselbe Gebäude gezogen und hat Sophie sofort geholfen, sich in der Umgebung zurechtzufinden. Gemeinsam sind sie durch den Hausflur gegangen und haben sich über die besten Lokale, Geschäfte und Freizeitmöglichkeiten unterhalten. Mia hat Sophie sogar eingeladen, an einem farbenfrohen Straßenfest teilzunehmen, bei dem die ganze Nachbarschaft zusammenkam, um die Vielfalt der Stadt zu feiern. Sophie hat außerdem ihre neue Arbeitsstelle in der Bibliothek erkundet. Die moderne Bibliothek hat sie mit ihren hohen Regalen und gemütlichen Leseecken beeindruckt. Dort hat sie viele spannende Bücher entdeckt und den Besuchern geholfen, die richtigen Informationen zu finden. Ihre Kollegen waren sehr freundlich und haben sie herzlich aufgenommen. Jeden Abend, wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist, hat sie sich an einem kleinen Schreibtisch in ihrem Appartement hingesetzt und in ihrem Tagebuch ihre Erlebnisse festgehalten. Diese Einträge haben ihr geholfen, ihre Gedanken zu ordnen und die Herausforderungen des neuen Lebens zu meistern. Die Stadt hat Sophie viele neue Erfahrungen geboten. Sie hat an verschiedenen kulturellen Veranstaltungen teilgenommen, von kleinen Konzerten bis zu Kunstausstellungen, und hat dabei viele neue Freundschaften geschlossen. Auch wenn sie manchmal an ihre alte Heimat gedacht hat, hat sie gelernt, die Vielfalt und den Trubel der Stadt zu schätzen. Jeden Abend hat sie den Sonnenuntergang von ihrem Balkon aus beobachtet, der die Stadt in ein warmes, goldenes Licht tauchte. Mit der Zeit ist Sophie selbstbewusster geworden und hat ihre Zukunft voller Hoffnung geplant. Sie hat gelernt, dass Veränderungen oft positive Erfahrungen mit sich bringen. Ihre Erlebnisse in der neuen Stadt haben ihr gezeigt, dass sie stark und anpassungsfähig ist. Sophie hat ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen, in dem sie ihre Träume verwirklichen und neue Abenteuer erleben kann. Jeden Tag hat sie das Leben in der Stadt genossen
und war dankbar für die vielen Möglichkeiten, die sich ihr eröffnet haben. Wir haben die Geschichte Ein neues Leben in der Stadt gehört. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, denken Sie bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Das hilft mir sehr und ermöglicht es mir, mehr solcher Geschichten für Sie zu erstellen. Bevor wir zu den Fragen übergehen, können Sie das Video zurückspulen und die Geschichte noch einmal anhören, wenn Sie möchten. Warum ist Sophie in die Stadt gezogen? A. Für einen neuen Job. B. Um ihre Familie zu besuchen. C. Um zu studieren. D. Wegen eines Unfalls. Richtige Antwort: A. Für einen neuen Job. Sophie hat einen neuen Job als Bibliothekarin in einer modernen öffentlichen Bibliothek bekommen und war sehr aufgeregt über die neuen Möglichkeiten. Wie ist Sophie in die Stadt gekommen? A. Mit dem Auto. B. Mit dem Zug. C. Mit dem Flugzeug. D. Zu Fuß. Richtige Antwort: B. Mit dem Zug. Am Tag ihres Umzugs ist Sophie früh am Morgen mit dem Zug in die Stadt gekommen. Wer hat Sophie die Stadt gezeigt? A. Mia. B. Ein Fremder. C. Leon. D. Ein Taxifahrer. Richtige Antwort: C. Leon. Leon ist in der Stadt geboren und hat sich entschlossen, Sophie alles zu zeigen. Was hat Sophie im Park gemacht? A. Sie hat dort gearbeitet. B. Sie hat ein Picknick gemacht. C. Sie hat ferngesehen. D. Sie hat geschlafen. Richtige Antwort: B. Sie hat ein Picknick gemacht. An einem besonders sonnigen Tag hat sie sich auf eine alte Holzbänke gesetzt und ein kleines Picknick gemacht. Wie hat Sophie ihre Erlebnisse festgehalten? A. Durch Fotografieren. B. Durch Singen. C. Durch Tagebuchschreiben. D. Durch Telefonate. Richtige Antwort: C. Durch Tagebuchschreiben. Jeden Abend, wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist, hat sie sich an einem kleinen Schreibtisch in ihrem Apartment hingesetzt und in ihrem Tagebuch ihre Erlebnisse festgehalten. Liebe Zuschauer, zuerst möchte ich euch für eure Mühe beim Deutschlernen gratulieren. Es ist nicht einfach, aber euer Einsatz ist wirklich toll. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dieser kleine Support hilft mir, euch in eurem Deutschlernabenteuer mit nützlichen Inhalten zu unterstützen und weiter an eurer Seite zu sein. Bis zum nächsten Mal.